Hallo zusammen, ich habe für euch die neue Scanwatch Nova von Withings getestet. Besser gesagt, ich möchte euch zeigen, was die Uhr alles kann, was sie anbietet. Aber ich würde sagen, wir legen hier direkt los. Ja, da sehen wir auch schon direkt die Scanwatch Nova. Ich habe sie jetzt auch an, in diesem Fall in der blauen Variante. Es gibt ja eine schwarze, grüne und eine blaue Version. Alle Uhren haben eine Größe von 42 Millimeter. Das Gewicht der Uhr beträgt dann 63 Gramm ohne Armband. Es ist auch alles hier mit Saphirglas geschützt. Das heißt also, hier gibt es auch keine Kratzer. Ich habe die Uhr jetzt hier über 3 Wochen getragen. Und wir bekommen auch hier eine Lünette, die aus Edelstahl ist. Das heißt also, die könnt ihr dann auch drehen, aber sie hat hier keine weiteren Funktionen. Ihr habt einmal ganz klassisch hier die Uhrenanzeige. Das haben wir auch gerade gesehen, die Uhr ist gerade eins weiter getickt. Hier unten habt ihr so eine Sekundenübersicht. Diese dient aber hier nicht, um die Sekunden anzuzeigen, sondern den Fortschritt, was eure Schritte angeht. Wir sehen jetzt hier, ich bin etwas über 60% oder habe 60% meines Zieles erreicht. Im oberen Bereich habt ihr dann hier ein Display verbaut. Ihr habt dann mehrere Möglichkeiten. Zu einem könnt ihr es hier ganz normal über die Gestensteuerung aktivieren. Das wäre eine Option. Könnt es dann auch wieder ausschalten. Oder du kannst auch sagen, okay, ich möchte nur über die Knopfaktivierung gehen, über die Krone, die wir hier rechts haben. Da habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier das Display zu aktivieren. Das Display selber hat hier ein paar rudimentäre Informationen, wie zum Beispiel die Uhrzeit. Oder ihr bekommt dann auch smarte Meldungen angezeigt. Wenn zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht reinkommt, dann gibt es hier so einen Lauftext, ist aber aus meiner Sicht etwas schwierig abzulesen. Man schaut doch eher aufs Handy als dann auf die Uhr. Die Wasserdichtigkeit der Uhr beträgt dann auch 10 ATM. Das heißt also, du kannst damit auch ohne Probleme schwimmen gehen, beziehungsweise unter die Dusche. Und Withings gibt eine Akkulaufzeit von bis zu 35 Tagen an. Das habe ich persönlich jetzt nicht geschafft. So eine Laufzeit von 14 Tagen ist auf jeden Fall realistisch, wenn du dann auch Aktivitäten aufzeichnest. Die Uhr selber wird auch mit einer sehr hochwertigen Verpackung ausgeliefert. Ist wirklich sehr stabil und fühlt sich wirklich gut an. Es gibt auch mehrere Armbänder. Zu einem habt ihr hier das ganz normale Armband, wie wir es von allen anderen Uhren auch kennen. In diesem Fall ist die Farbe dann auch entsprechend der Uhr gehalten in Blau. Und wenn wir jetzt einfach mal die Packung aufmachen, können wir auch sehen, dass wir dann auch ein Edelstahlarmband bekommen. Und das ist natürlich etwas schöner verpackt als jetzt von mir. Ich habe es jetzt gerade in die Seite reingemacht. Wir sehen hier ein schönes Armband. Sind auch hier, Withings ist als Marke hier eingraviert. Und ja, da könnt ihr das auch entsprechend hier nutzen. Ihr könnt auch noch weitere Armbänder bestellen. Hier habe ich zum Beispiel noch ein Sportarmband, was man nutzen kann. Das ist auch möglich. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, das Armband ist hier aus Edelstahl und fest. Wir sehen auch hier keine Verschlüsse, sondern wir sehen hier so ein paar Pfeile. Das liegt einfach daran, wenn wir jetzt die Box hier rausholen. Ihr bekommt nämlich dann auch Werkzeug mit. Und damit habt ihr dann die Möglichkeit, hier auch das Armband einzustellen. Also einmal so ein Hammer, bei dem ihr dann die Stifte rausmachen könnt aus dem Gelenk. Und natürlich dann auch hier das entsprechende Werkzeug und die Verlängerungsmöglichkeiten sind auch mit dabei. Ich hatte es ja schon ganz kurz angesprochen. Wir haben oben dann auch ein Display. Das heißt also, hier kannst du die Uhr auch bedienen. Wenn man zum Beispiel auf die Krone drückt, wird es dann aktiviert. Zu einem bekommst du dann eine Übersicht deiner Herzfrequenzdaten. Die kannst du dir anzeigen lassen. Sehen wir auch hier, vor 9 Minuten wurde gemessen. Und da ist auch der Punkt, die Uhr misst dann alle 10 Minuten Herzfrequenzdaten, wenn man jetzt normal unterwegs ist. Und wenn du Aktivitäten durchführst, gibt es dann eine kontinuierliche Herzfrequenzmessung. Und wir sehen auch hier, werden die Schritte aufgezeichnet, 4790. Die sind auch sehr plausibel und zuverlässig, die Daten, die hier kommen. Als natürlich auch die Möglichkeit, euch die Kilometer anzeigen zu lassen. Ich habe jetzt keine Aktivität aufgezeichnet, das heißt also, die Uhr misst es dann auch anhand der Schritte, die du absolviert hast und errechnet dann den Wert. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, hier die Kalorien generell anzeigen zu lassen. In dem Fall hier 1854. Auch das sind hier plausible Werte. Und ihr bekommt auch eine Übersicht des Schlafes. Da bekommt ihr aber einfach nur die Zeit angezeigt, also wirklich sehr rudimentär. Oder ihr könnt euch auch die Temperatur anzeigen lassen. In dem Fall sehen wir es gerade kalibrieren. Ich blende euch einfach mal das ein, wie es dann aussieht, wenn ihr die Uhr tragt. Da bekommt ihr so ein Delta angezeigt zum Mittelwert eurer Temperatur. Und ihr könnt natürlich mit der Uhr auch direkt Workouts aufzeichnen. Sehen wir auch hier, wenn wir reingehen, bekommt ihr so eine kleine Liste angezeigt. Und diese könnt ihr auch selber gestalten. Ihr könnt dann bis zu 8 Workouts als Favoriten hinterlegen, die ihr dann nutzen könnt. Als weiteres gibt es dann auch noch die Möglichkeit, die Etagen zu zählen, da die Uhr dann auch hier einen barometrischen Höhenmesser mit an Bord hat. Und es gibt auch die Option, wenn wir weitergehen, zu sagen, okay, ich messe hier mein EKG. Das wird dann durchgeführt. Oder du kannst dann einmal ad hoc deine Blutsauerstoffwerte messen. Das ist auch möglich. Oder du misst die Werte über die Nacht. Das sehen wir gleich in der App noch. Oder ihr könnt dann auch zum Beispiel sagen, okay, ich möchte hier einen Wecker stellen. Das ist möglich. Oder eine Stoppuhr, ein Timer. Das geht natürlich dann auch.
Ihr habt auch kein Touch-Display, das heißt also, ihr müsst auch alles über die Krone steuern. Seht auch hier, das ist dann eine Menüführung. Und zu guter Letzt gibt es dann auch noch die Atemübungen, die sind mit dabei, als dann auch die Einstellungen. Hier bekommt ihr zum Beispiel dann den Akkustand angezeigt oder zum Beispiel die Möglichkeit, hier auf Nicht stören einzustellen. Das ist dann hier auf jeden Fall auch möglich mit der ScanWatch Nova. Die spannenden Daten findet ihr aber dann in der Withings App selber und diese gibt es dann sowohl für Android als auch für iPhone. Ich selber habe es jetzt hier auf dem iPhone getestet. Und da sind wir auch schon direkt in der Übersicht auf der Startseite. Hier bekommt ihr schon ein paar Daten angezeigt. Was man auf jeden Fall auch erwähnen muss, ist, dass Withings hier mit einem Abo-Modell arbeitet. Das heißt also, nicht alle Daten, die ich jetzt hier angezeigt bekomme, sind hier kostenlos. Du bekommst zwar im ersten Monat, wenn du die Uhr kaufst, das Ganze hier als Test, aber dann musst du auf jeden Fall entweder jeden Monat 10 € bezahlen oder jährlich 100 €. Damit abgedeckt sind dann zum Beispiel der Gesundheitsverbesserungsscore, als natürlich dann auch hier Gesundheitsassistenten, das ist so eine Art KI-Lösung, oder auch der Vitalindex. Ich habe es jetzt euch mal eingeblendet und würde dann auch mal im Teil der App nochmal drauf eingehen. Und da sind wir auch schon direkt in der App selber. Wir sehen hier auch schon mal einen Startbildschirm. Ihr seht oben dann einmal die Trends bzw. die Werte. Unten habt ihr dann auch eine Trendübersicht. Da wird man zum Beispiel jetzt der HRV-Status angezeigt. Wir sehen auch hier momentan alles noch in der Beta. Und wir scrollen es einfach gleich kurz so runter, um dann mal kurz grob zu sehen, was alles angezeigt wird. Ihr seht, es sind schon einige Daten, die hier dann auch gemessen werden. Aber ich würde sagen, einen ersten Blick werfen wir hier oben auf die Scores. Und diese sind auch ein Bestandteil des Abonnements. Das erste, was ihr bekommt, ist der sogenannte Vitalitätswert. Da bekommst du angezeigt, ob für dich der Tag jetzt gut ist, also der Tagesstart. Der wird dann auch nach dem Schlaf ermittelt. Sind auch hier in 4 Tage in der grünen Zone, also alles soweit gut. Ihr bekommt auch nochmal so einen kleinen Text dazu. Diesen bekommt ihr dann auch nochmal hier im KI-Fenster angezeigt. Das ist zum Beispiel auch ein Bestandteil des Abonnements. Das sind einmal den Text. Ich habe dann nochmal gefragt, was soll ich heute trainieren? Und dann bekommt ihr so eine kleine Übersicht. Aber ich muss sagen, das ist wirklich sehr allgemein gehalten. Und auch wenn man konkreter fragt, dann wird es dann tatsächlich etwas schwieriger. Beziehungsweise die Antworten, wie gesagt, sind hier so Bausteine. Und das kommt auf jeden Fall nicht an die Qualität eines Whoop-Assistenten hin, der das hier deutlich besser macht. Aber wie setzen sich dann die Vitalitätswerte zusammen? Einmal natürlich aus der Erholung. Du kannst natürlich auch hier das nochmal im Detail anschauen. Oder dann die Anstrengung bzw. die nächtliche Temperatur, Blutsauerstoffwerte und Atemfrequenz. Als natürlich auch den Schlaffenster oder die Zielerreichung des Schlafes. Das wird ermittelt. Oder zum Beispiel auch die täglichen Schritte. Seht, das sind hier verschiedene Faktoren. Als auch die Herzfrequenz beim Schlafen ist auf jeden Fall ein Bestandteil für deine Vitalität. Ganz wichtig ist natürlich dann auch die Herzfrequenzvariabilität. Wir sind auch hier Zielbereich und die letzte Nacht. Da habt ihr es auch nochmal mit dem Überblick und da könnt ihr auch nochmal auf den KI-Coach gehen. Dann bekommt ihr aber erstmal den Text angezeigt. Und ich könnte zum Beispiel sagen, wie kann ich es verbessern? Dann schauen wir einfach mal, was er jetzt dazu sagt. Wir sehen auch hier, das Ganze wird jetzt analysiert. Und hier bekommt ihr so ein paar Tipps. Aber auch die sind sehr allgemein gehalten. Aber wenn ihr euch mit dem Thema noch nicht auskennt, ist das auf jeden Fall hier schon mal eine Alternative. Wir sehen auch hier Stressmanagement und da wird zum Beispiel auch angeboten, hier Yoga zu machen oder Tai Chi, um dann hier den Stress zu reduzieren bzw. zu verbessern. Und wenn wir dann zurückgehen, sehen wir noch weitere Werte. Wir haben zum Beispiel auch dann Gesundheitswerte. Das ist ein Punkt, hier wird dann auch nochmal ermittelt. Wir sehen auch hier, der Zeitraum ist 23. Februar bis 1. März. Hier sehen wir auch nochmal, wie setzt sich das zusammen. Einmal aus den Aktivitäten, aus den Körperwerten, aber auch aus den Schlafwerten und die Herzwerte. Und da wird ein Gesamtscore ermittelt. Wir sehen hier von 81 von 100. Das ist schon mal ein sehr guter Score. Aber wir können uns natürlich dann auch die Werte im Detail anschauen. Zum Beispiel bei der Herzfrequenz bekommen wir dann eine Übersicht, ob wir im guten Bereich sind. Sieht auch sehr stabil aus. Sehen auch die Herzfrequenz bei Nacht wird sehr gut ermittelt. Und da muss ich auch sagen, die Daten kommen wirklich sehr gut hin, obwohl wir alle 10 Minuten hier die Werte ermittelt werden. Es wird dann auch Vorflimmern erkannt, beziehungsweise wird dann auch gemeldet. Du kannst dann auch Meldungen aktivieren, falls dann Vorflimmern erkannt wird. Du kannst aber auch Grenzen für niedrige Herzfrequenz und hohe Herzfrequenz einstellen, falls das für dich ein wichtiger Aspekt ist. Und dann bekommst du auch entsprechend die Meldung auf der App bzw. auf der Uhr. Dann gibt es natürlich noch EKG-Messungen und wir sehen dann auch einmal alle herzfrequenzrelevanten Daten hier direkt in der Übersicht. Sei es jetzt die durchschnittliche Herzfrequenz, als auch die niedrige Herzfrequenz, die war jetzt bei mir bei 39. Der schwarze Bereich ist die Nacht, wo ich geschlafen habe, das ist der Tag. Aber warum gibt es hier ein gelbes Ausrufezeichen? Ganz einfach, für viele ist es ein viel zu niedriger Wert. Ich mache sehr viel Ausdauersport
und das ist nicht ungewöhnlich, dass die Ruheherzfrequenz dann in etwas niedrigeren Bereich ist als im Normalzustand. Es gibt dann aber noch weitere Werte, die ermittelt werden. Das eine wäre dann auch noch der Schlaf selber. Hier seht ihr auch nochmal einen Score, das heißt also eine Schlafbewertung und auch so eine Vorhersage aufgrund eines Tages, wie sich das dann entwickelt. Sind auch hier nochmal die Schlafqualität. Ihr könnt auch hier nochmal ins Detail reingehen. Wenn wir runterscrollen, sehen wir dann auch nochmal, wie sich der Schlaf dann zusammensetzt. Sehen wir auch die verschiedenen Schlafstadien und natürlich dann auch hier nochmal, ob es dann gut oder schlecht war, regelmäßig. Da bekommt dann auch nochmal individuelle Analysen angezeigt von eurer Nacht. Das finde ich auch wirklich sehr gut gemacht. Und ich muss auch sagen, was die Schlaferkennung der Uhr angeht, ist die wirklich sehr gut. Sowohl Einschlafen als auch Aufwachen wird sehr gut erkannt. Und auch Nickerchen ist an dieser Stelle noch kein Problem gewesen. Die wurden bis jetzt auch alle ohne Probleme erkannt. Wir sehen auch nochmal eine Übersicht der Herzfrequenzstabilität als auch der Atemfrequenz. Auch das habt ihr nochmal im Überblick, beziehungsweise ihr könnt euch dann auch einen Gesundheitsbericht erstellen, bei dem ihr dann zum Beispiel sagt, okay, ich gehe mit einem PDF zum Arzt und dann könnt ihr zum Beispiel EKG-Werte und weitere Daten verwenden. Das ist dann auch möglich. Und auch hier ist es so, wir sehen jetzt hier oben so ein Sternchen, das heißt, auch das ist natürlich Bestandteil des Abonnements. Und das gleiche haben wir dann noch bei Aktivitäten. Hier werden dann alle Aktivitäten aufgezeichnet, die die Uhr ermittelt und sind hier durchschnittlich 1 Stunde 23, als auch die Schritte im Durchschnitt und die Schrittziele habe ich zu 98% erreicht. Auch da gibt es dann so Trends, wie zum Beispiel hier die Stockwerke, 68% meiner definierten Ziele wurden erreicht und auch hier könnt ihr nochmal ins Detail reingehen, was die automatische Erkennung der Aktivität angeht. So läuft es hier wirklich sehr zuverlässig. Gehen wird sehr gut erkannt, für Joggen selber habe ich die immer gestartet, aber auch Radfahren wurde automatisch ohne Probleme erkannt und ihr bekommt dann auch so eine Liste aller Aktivitäten, die ihr durchgeführt habt. Auch die kurzen, wir sehen jetzt hier 0,2 Kilometer, da war ich dann wahrscheinlich im Büro kurz unterwegs oder auch nochmal 6 Minuten, 0,3 Kilometer. Aber dann auch hier in den letzten Wochen wird das alles sehr gut aufgezeichnet. Wie gesagt, zum Beispiel Krafttraining im Sitzen habe ich jetzt manuell gestartet. Da bekommt dann auch eine schöne Übersicht angezeigt, wie lange das gedauert hat, wie viele Kilokalorien verbrannt worden sind. Einziges Manko, wenn du die Kraftaktivität durchführst, bekommst du auch hier die Kilokalorien angezeigt. Diese sind aber sehr unplausibel, da wird da irgendwie 3 Kilokalorien angezeigt, obwohl du jetzt eine halbe Stunde Sport gemacht hast. Aber in der App selber sind dann hier plausible Werte drin. Da weiß ich natürlich jetzt nicht, was das Problem ist, nur mal als kleinen Hinweis. Wir bekommen aber nicht nur einfach die Krafteinheiten angezeigt, du hast auch die Möglichkeit, mit der Withings ScanWatch Nova laufen zu gehen. Das heißt also, hier sehen wir zum Beispiel auch dann GPS-Tracks. Das geht aber nur in Verbindung mit dem Handy. Das heißt also, die Uhr selber hat keinen GPS-Chip mit an Bord. Das bedeutet, du musst das Handy dabei haben und die Uhr greift dann über die App auf die GPS-Daten des Handys zurück. Und da empfehle ich dir auf jeden Fall auch hier auf immer einzustellen, dass die App ständig auf die GPS-Daten zugreifen kann, damit du hier einen zuverlässigen Wert bekommst. Und dann sieht es hier so aus. Dann hast du einmal die Laufeinheit mit der Zeit, mit den Kilometern und auch mit der Pace. Und hier bekommst du dann auch so eine kleine Leistungsübersicht angezeigt, aber dann auch eine Herzfrequenzübersicht bzw. in welchen Zonen du trainiert hast und auch eine Körpertemperaturveränderung. Das sieht man ganz gut, dass man während des Laufens immer wärmer wird. Und auch da siehst du nochmal Temperaturzonen, falls es für dich ein wichtiger Punkt ist. Aber dann ist es auch schon im Großen und Ganzen gewesen, was an Datenauswertung stattfindet. Und ein Fitnessniveau gibt es an dieser Stelle ja auch. Was wir dann nicht haben, ist zum Beispiel ein Trainingsload. Das wird nicht unterstützt bzw. gibt es nicht. Also hier ist der Fokus eindeutig mehr auf Fitness als jetzt hier auf Leistungssport. Und da kommen wir nachher auf die Herzfrequenzdaten zu sprechen. Das ist auch wirklich, wie gesagt, der Hauptfokus der Uhr. Was aber noch ermittelt wird, ist dann das Fitnessniveau, also eine Art VO2 Max. Die ist bei mir jetzt nicht so optimal. Ich war nämlich jetzt auch viel krank gewesen. Und du bekommst dann auch eine Übersicht, ob du jetzt hier alterstechnisch im guten Bereich bist oder auch nicht. Sind hier momentan etwas schwach. Ich muss da wieder auf jeden Fall aufholen. Aber das hast du dann auch hier mit dabei. Neben den Aktivitätsdaten gibt es natürlich dann auch Körperwerte bzw. Körperdaten. Auch hier momentan habe ich einen Score von 65, ist nicht so ganz optimal. Auch dieser setzt sich dann aus mehreren Faktoren zusammen. Einmal ist mein Body Mass Index momentan zu hoch, da bin ich auch gerade dabei, hier abzunehmen. Ja, man sieht hier, jetzt war ich einmal abends essen, dann ist der Wert etwas hochgegangen, aber tendenziell geht es hier auch runter. Weiterer Faktor ist natürlich dann hier die Temperatur, das ist im normalen Bereich. Und die Größe wird auch genommen. Also die Größe wird dauerhaft angezeigt, macht eigentlich jetzt keinen Sinn, weil so schnell verändert sich die Größe jetzt nicht. Ist natürlich wichtig hier für die Body Mass Index Berechnung,
Aber ja, wie gesagt, muss man jetzt nicht zwingend haben. Und wenn wir dann weiter runter scrollen, sehen wir noch eine Sache, die auch öfters in der App vorkommt. Wir sehen hier 3 von 7 Werten kann die Uhr ermitteln. Es gibt auf jeden Fall noch weitere Werte, wie zum Beispiel hier ja, Körperzusammensetzung. Und das funktioniert natürlich nur mit der Waage von Withings. Und da wird auch mal gerne dann das Produkt gezeigt, was das unterstützt. Das ist insoweit auch interessant, wenn wir jetzt hier nochmal rausgehen. Hier gibt es dann nochmal hier weitere, zum Beispiel hier sehen wir keinen Verlauf. Gesundheitsverbesserungsscore, das ist jetzt Ernährung und da funktioniert überhaupt gar nichts. Also da kann ich auch jetzt wirklich was tracken. Da wird dann zum Beispiel ein weiteres Produkt angeboten, den Urinscan oder den U-Scan, den du ins Klo machen kannst, um hier weitere Daten zu erhalten. Das heißt also, das bekommst du auch hier immer so ein bisschen präsentiert. Zu guter Letzt haben wir dann noch den Atmungsbereich und da sehen wir jetzt auch hier kein Ergebnis. Sehen wir auch hier, es wurden zwar 2 Werte ermittelt, Sauerstoffsättigung im Schlaf und einmal, wenn ich es manuell mache. Auch hier gibt es dann 2 von 3 verfügbaren Metriken gibt es noch. Und wenn wir hier reingehen, gibt es noch mal ein weiteres Produkt, um das hier dann zu testen, beziehungsweise die kompletten Werte zu erhalten. Das war jetzt mal die grobe Übersicht, mit dem ihr auch schon einiges hier abdeckt. Ihr habt aber auch noch mal die Möglichkeit, jetzt direkt in der Home-Übersicht auch hier nochmal Trends zu sehen. Wir haben es gerade eben schon gesehen mit der Herzfrequenzvariabilität, aber auch alle weiteren Daten werden hier nochmal aufgeführt, die wir gerade eben schon gesehen haben. Das heißt also, du bekommst auch hier nochmal die Herzfrequenzdaten angezeigt oder du siehst dann auch hier im Bereich, wenn wir weiter runtergehen, die Schlafqualität, die bekommt er nochmal und du hast natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mir jetzt hier die ganze Woche mal anschauen. Sehen wir auch hier, es gibt dann 2 gelbe Tage, aber auch viele grüne. Sind auch hier die Schlafdauer Wochentag und im Durchschnitt bekommst du mit angegeben. Oder ist dann natürlich auch die Möglichkeit, hier den Monat anzuschauen. Sehen wir auch hier, wie sich der ganze Monat hier dann zusammengesetzt hat. In dem Fall war es jetzt der Februar und ein Teil im März. Als natürlich dann auch, wenn wir weiter runtergehen, gibt es dann auch nochmal hier die niedrige Herzfrequenz, Herzfrequenzniveau. Auch das habt ihr mit dabei. Und solltest du eine Frau sein, hast du auch die Möglichkeit, deinen Zyklus zu tracken. Das wird ebenfalls mit unterstützt. Die Uhr bietet aber nicht nur reine Daten an, sondern die Möglichkeit, auch hier Sachen zu entdecken oder zu erreichen. Das ist der mittlere Reiter. Zu einem bekommt er hier ein schönes Programm angeboten, beziehungsweise ein Tutorial der Uhr. Das ist auch ganz nett gemacht, um die Uhr ein bisschen kennenzulernen. Es gibt aber dann auch zum Beispiel für den Bereich Aktivitäten Challenges für 10.000 Schritte pro Tag. Das ist aber auch hier eine Withings Plus Aktivität, beziehungsweise wird dafür verwendet. Oder du hast auch die Option, wenn du im Bereich Herzfrequenz unterwegs bist, hier bekommst du auch nochmal so ein paar Sachen erklärt, beziehungsweise auch eine kleine Übersicht. Und wenn wir dann zurückgehen, sehen wir auch nochmal hier die Körperzusammensetzung. Gibt es hier einige Möglichkeiten. Mageres Protein ist als Option vorbei. Oder dann auch zum Beispiel hier unten den Schlaf bekommt dann auch noch ein paar Sachen zu euren Schlafgewohnheiten analysiert, beziehungsweise das Programm geht dann auch 6 Wochen. Ganz spannend ist dann aber die Bibliothek. Besser gesagt, wenn wir da drauf gehen, bekommen wir hier mehrere Sachen angeboten. Zu einem habt ihr hier Workouts. Ihr bekommt auch verschiedene. Einmal hier ganz normale Boxen, HIIT, Pilates, aber auch Stärken. Seht hier verschiedene Bereiche oder Yoga. Das Ganze wird dann auch als Video vorgezeigt, wobei das hier leider auf Englisch ist. Wir sind auch hier momentan auf Englisch. Sehen auch nochmal, was wir dann alles brauchen und auch das empfohlene Gerät. Und wenn ich jetzt hier auf Start gehe, wird auch auf die Uhr zurückgegriffen. Das heißt also, der Puls wird abgerufen und du bekommst dann auch so ein kleines Video angezeigt, wo es dann die Übung zeigt und dann kannst du dann hier mit deiner Uhr zusammen hier das Workout durchführen. Das ist aber noch nicht alles. Solltest du einen Wert auf Ernährung legen, gibt es dann auch die Rezepte. Hier gibt es dann so eine kleine Auswahl an Frühstücken, wobei man sagen muss, auch das ist wirklich sehr rudimentär. Es ist so ein kleine Anregung, die du hier hast für den ersten Step, um einfach zu wissen, okay, was ist gesund, was ist nicht gesund. Das ist auf jeden Fall hier ohne Probleme möglich. Und dann sehen wir auch hier, wenn wir reingehen, wie viel Proteine, Fette und hier alles zugenommen werden. Und es gibt natürlich eine Zutatenliste und eine Zubereitung. Das ist dann auch hier an dieser Stelle mit dabei. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein paar Artikel. Das heißt also, du kannst ja auch noch mal ein bisschen einlesen, was dich interessiert. Einmal hier ganz normal über die Ernährung zum Beispiel, was dann wichtig ist. Oder auch die Fitness, was die Grundlagen sind und Nahrungsergänzung, Schlaf und Gewicht, was das alles hier bedeutet, wie die Zusammenhänge sind. Ihr könnt einfach mal ganz kurz reingehen. Das heißt also, hier gibt es dann so ein paar kleine Artikel, die dann hier das erklären. Das war auch schon im Großen und Ganzen, was ihr dann unter Erreichen finden könnt. Als letzten Reiter haben wir noch den Bereich Teilen. Hier habt ihr die Möglichkeit, natürlich einmal den Bericht einzufordern, den ich gerade erwähnt habe, aber auch die Möglichkeiten hier zu sagen, okay, ich möchte die Uhr als Kinderuhr benutzen, das ist möglich. Und du hast auch die Option zu sagen, okay, ich nutze zum Beispiel Apple Health.
Dann kannst du Aktivitäten auch übertragen, Herzfrequenzdaten. Ich blende einfach mal ein, was da alles geht. Und dann kannst du auch hier die Daten mit Health füllen, falls du deine Uhr mal wechseln möchtest, zum Beispiel auch eine Apple Watch nutzen möchtest, ist das auch möglich. Als dann auch nach Strava die Aktivitäten generell zu exportieren oder bei MyFitnessPal die Kalorien einzutragen bzw. die Aktivkalorien hier zu verwenden, wenn du zum Beispiel ein Kalorientracking durchführst. Und wenn wir dann einen kurzen Blick noch auf die Einstellung der Uhr werfen, rechts oben, sehen wir auch hier nochmal die letzte Synchronisation, den Akkustand. Wie ich schon gesagt habe, so knapp 14 Tage hält hier der Akku mit Aktivitätsaufzeichnungen. Du kannst auch hier direkt die Alarme verwalten. Generell kannst du die Uhr auch komplett über die App einstellen. Das ist auch wirklich sehr angenehm gemacht. Und ihr seht auch hier zum Beispiel, du kannst dann die EKG-Funktion aktivieren oder deaktivieren, beziehungsweise festlegen, wo du die Uhr auch trägst. Als dann auch die Sauerstoffsättigung habe ich jetzt eingestellt im Schlaf überwachen. Wenn du es hier auf manuell stellst und es ausstellst, dann hast du auch nochmal eine längere Akkulaufzeit. Oder du hast auch die Möglichkeit, hier die Zeichen von Vorflimmern zu aktivieren. Sehen wir jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt eingeschaltet. Das kannst du auch alles hier verwalten. Und ich hatte schon erwähnt, niedriger Puls und hoher Puls. Hier kannst du auch die Schwellen festlegen, beziehungsweise automatisch. Und dann bekommst du auch hier die Benachrichtigung angezeigt, wenn du es möchtest. Aber wie gesagt, das geht auch individuell, falls du hier Schwellenwerte haben solltest. Wenn wir dann weiter runter scrollen, sehen wir dann auch noch zum Thema Aktivitäten und Zieleinstellungen. Einmal das GPS-Tracking habe ich eingeschaltet. Sehen auch hier nochmal, das Smartphone muss verbunden sein. Und ihr könnt auch das Uhren-Aktivitätsmenü, zum Beispiel jetzt hier die Aktivitäten selbst, festlegen, welche ich haben möchte. Und dabei habt ihr dann, wie gesagt, die Möglichkeit, zu 7 Aktivitäten individuell auszuwählen. Sonstig ist immer fixiert. Und du hast auch eine Vielzahl von Aktivitäten, die du hier nutzen kannst. Wenn wir zum Beispiel jetzt Reiten nehmen, ist dabei, Hausarbeiten, also wirklich ganz, ganz viele Sachen. Und da könnt ihr euch für euch das individuell favorisieren, wie ihr es benötigt. Ich habe jetzt hier die klassischen Sachen ausgewählt, wie Laufen, Schwimmen und Radfahren. Bei den Aktivitäten selber bekommt ihr jetzt die Herzfrequenzdaten angezeigt. Dann bekommt ihr auch die Aktivitätszeit angezeigt und du bekommst auch die Temperaturveränderung. Die hast du ebenfalls mit dabei, damit du das dann hier in der Übersicht hast. Und wenn wir dann zurückgehen, sehen wir dann auch nochmal hier die automatische Erkennung. Die können wir dann auch einstellen. Was soll alles erkannt werden? Wir sehen hier Schwimmen, Laufen, Radfahren, Gehen ist automatisch dabei. Gehen und Radfahren habe ich sehr erfolgreich getestet. Schwimmen war ich jetzt mit der Uhr nicht, aber das funktioniert wirklich sehr gut mit den Punkten, die ich genannt habe. Und wenn wir da mal einen Blick auf die Herzfrequenzdaten werfen, ich habe zum Beispiel Läufe, Krafttraining und Radfahrt gemacht, wir können ganz gut sehen, dass die Verläufe ja im Trend gut erkannt werden gegenüber eines Brustgurtes, aber es doch dann hier und da definitiv Abweichungen gibt, wie zum Beispiel bei Minute 10, bei Minute 44 oder auch bei Minute 24. Ähnliches Verhalten habe ich dann auch beim Krafttraining. Da habe ich jetzt ein exemplarisches rausgesucht. Das war bei allen anderen genauso. In dem Fall im Hanteltraining. Auch hier können wir deutliche Abweichungen feststellen. Zum Beispiel Minute 21 und auch der durchschnittliche Puls, der hier gemessen wird, weicht dann doch hier von des Brustgurtes ab. Zu guter Letzt haben wir noch das Radfahren. Trotz der kontinuierlichen Messung wirkt die Messung der ScanWatch Nova dann doch etwas abgehackter als beim Pulsgurt. Wie gesagt, die Tendenzen stimmen, aber für ein reines Training würde ich die Uhr jetzt nicht empfehlen. Es ist wirklich, wie gesagt, hier der Fitnessbereich, der hier im Fokus steht. Ja, ich wollte euch mal einen kurzen Einblick geben, was die ScanWatch Nova alles hier anbietet, was die App alles anbietet. Wie gesagt, das meiste spielt sich hier wirklich auf der App ab und nicht auf die Uhr direkt. Ein großer Vorteil der Uhr ist auf jeden Fall, dass diese hier nicht so als Fitness- und Sportuhr wirkt. Wenn man sich jetzt für die schwarze Variante entscheidet, ist wahrscheinlich auch für einen Anzug besser. Die blaue Variante ist dann schon etwas auffälliger. Aber wenn du Wert darauf legst, hier eine mechanische Uhr zu haben mit ein paar smarten Funktionen und auch einer Fitnesserkennung, ist die Uhr auf jeden Fall keine schlechte. Aber wenn du jetzt einer bist, der wirklich sagt, ich trainiere sehr viel, mache hier Trainingspläne und das ist mein Hauptfokus, dann ist die Uhr jetzt hier nicht die erste Wahl. Wenn du aber hier Apple Health nutzen solltest zum Beispiel als Möglichkeit und wechselst dann zwischen den Uhren, könnte es dann auch eine Option sein. Wie gesagt, da sind natürlich die Varianten dann gegeben, weil Apple Health unterstützt wird. Du kannst mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was du von der Withings ScanWatch Nova hältst. Ist es eine Uhr für dich, eine Möglichkeit, die zu nutzen? Schreib es mir gerne rein. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Sportuhren wissen willst, ich habe noch weitere Uhren getestet, verlinke ich dir unten mal, da kannst du mal reinschauen. Beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals. Kannst mal schauen, was hier sonst noch alles so stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.